Also, wir sind heute auf der College Street unterwegs in Toronto. Das Viertel hier heißt Little Italy. Wurde von italienischen Immigranten gegründet und es gibt immer noch viele italienische Restaurants und Läden auf diesem Abschnitt der College Street. Es war und ist eigentlich auch immer noch eins der Viertel, wo die Leute hingehen, um Abend zu essen. Also ist eigentlich immer viel los hier, aber speziell am Abend sind hier Leute unterwegs, weil es eben so viele Restaurants gibt, wo man essen kann. Mittlerweile ist es ein ziemlicher Mix an Läden, sodass man hier eigentlich alles findet. Man kann Pizza essen, aber man kann halt auch asiatisch essen, beziehungsweise einige andere Sachen finden, die man machen kann. Die Leute, die hier wohnen in den Seitenstraßen, also es ist auch ziemlich viele, die aus Europa emigriert sind, insbesondere Portugal, Italien und viele halt Familien, die hier in zweiter oder sogar dritter Generation wohnen mittlerweile. Viele von den Läden hier auf diesem Abschnitt der College Street sind hier schon sehr, sehr lange. Also schon 10, 20 Jahre oder auch noch länger. Aber es kommt halt auch immer wieder viel Neues dazu. Viele Läden wechseln, die Leute machen zu und die neuen Besitzer machen dann was anderes auf. Aber wie gesagt, man findet halt auch viele Sachen, die man hier schon vor 15 Jahren oder schon früher gefunden hat. Man sieht hier auch ein bisschen schon, was alles für Halloween dekoriert ist. Diese Woche ist Halloween und viele Leute haben die Deko rausgeholt. Eben auch einige der Läden, die hier dekorieren. Was momentan natürlich ganz schön ist, weil man ein bisschen was zu gucken hat hier, wenn man hier lang läuft und sich die Halloween-Sachen angucken kann. Wie man sieht, ist die Straße hier und das Viertel hier immer gut besucht. Momentan ist gerade Wochenende und viele Leute gehen hier zum Brunchen, Kaffee trinken, einkaufen und so weiter. Die meisten Läden haben halt auch rund um die Uhr, nicht rund um die Uhr, aber schon bis ziemlich spät geöffnet und halt auch am Wochenende auf, sodass man hier am Wochenende auch hingehen kann und alle möglichen Dinge erledigen kann. Dieses Fischgeschäft hier gibt es auch schon ziemlich lange, wo man sich Fischen frisch holen kann und ihn dann zubereiten lassen kann. Muss man nicht mal mit nach Hause nehmen. Gibt es halt auch einige so spezielle Supermärkte, wo man importierte Waren aus Italien oder generell Europa kaufen kann. Von der Pasta bis zu Kuchen und ähnlichen Sachen. Man sieht, hier sind einige Dekorationen im Laufe der Jahre gewesen, was auch immer mal wieder ausgetauscht wurde. Das ist jetzt hier anscheinend das Neueste. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber steht hier quasi im Zentrum von Little Italy. Wie man sieht, die College Street
Hier fahren auch die Straßenbahnen. Also hier in Toronto gibt es nur ganz bestimmte Straßen, auf denen die Straßenbahnen fahren. Die College Street ist eine davon, was ganz hilfreich ist, wenn man hier in der Nähe wohnt. Dann muss man nicht zur U-Bahn-Station, sondern kann eben auch die Straßenbahn nehmen. Weitere Halloween-Dekos hier. Galerien gibt es hier auch. Und ein altes Kino. Und ziemlich viele alte Gebäude auf dieser Straße. Ist also auch eins der älteren Viertel hier in Toronto. Und wie gesagt, wurde von Einwanderern gegründet und ist auch heute noch dafür bekannt. Wenn man also vor allen Dingen italienisch essen will, ist das hier immer noch eine gute Nachbarschaft, um Restaurants zu finden. Mehr so Mittelklasse, nicht gerade. Es gibt halt auch ziemlich luxuriöse italienische Restaurants hier in Toronto, aber nicht unbedingt hier auf der Straße. Hier ist eher so Mittelklasse und billigere Küche. Bisschen gemischt. Auf der anderen Seite ist das Café Diplomatico, was halt auch schon ewig hier ist. Die übertragen oftmals auch Fußballspiele hier und im Sommer kann man draußen sitzen. Ist halt immer gut besucht, deswegen auch. Utopia gibt es auch schon ewig. Und eben halt auch viele Bars hier. Ich war lange nicht mehr da, aber früher war das hier so eins der beliebten Viertel zum Weggehen am Wochenende. Gibt es halt auch einige Clubs und so weiter. Ich nehme mal an, dass es immer noch gut besucht ist, Freitagabend, Samstagabend vor allen Dingen. Hier gibt es halt auch ziemlich viele Dienstleister, von Ärzten bis hin zu eigentlich allem Möglichen, wo man europäische Dienstleister findet. Also wenn man zum Beispiel jemanden sucht, hier leben halt noch viele ältere Leute, die hier vor Jahren emigriert sind, aber halt zu Hause immer noch Italienisch, Portugiesisch oder was auch immer sprechen. Und wenn die zum Arzt gehen, möchten sie dann in ihrer Muttersprache vielleicht auch kommunizieren. Und hier gibt es halt viele Geschäfte und so weiter, wo dann auch draußen schon angeschlagen steht, dass man eine bestimmte Sprache, europäische Sprache hier spricht, sodass man eigentlich auch ohne Englisch hier gut zurechtkommt. Also was Ärzte, Zahnärzte und andere Sachen betrifft. Also man findet hier eigentlich Dienstleister aus aller Herren Länder. Zwischen den alten Restaurants und Läden in diesem Abschnitt. Wenn man Toronto besucht, kommt man hier halt am besten mit der Straßenbahn hin oder man läuft halt.
Die College Street ist relativ zentral, verläuft von Westen nach Osten und ist gut angebunden an diverse andere öffentliche Verkehrsmittel. Also gar kein Problem, hierher zu kommen, und bietet sich an, um hier spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken, Eis zu essen oder vielleicht auch abends ein Restaurant zu finden, wo man essen gehen kann. Hier gibt es eigentlich alles. Neuerdings auch Lokum, wie es aussieht. Also vom türkischen Café bis hin zum Shawarma-Laden gibt es ja ziemlich viel mediterrane Küche bzw. Küche aus dem Nahen Osten. Und abends ist es hier halt besonders schöner. Gerade im Sommer kann man hier viele Läden finden, die draußen geöffnet haben. Das ist in Toronto halt auch nicht überall der Fall. Meistens in den älteren Vierteln ist es ein bisschen leichter, was zu finden, wo man draußen sitzen kann, weil man hier eine Erlaubnis haben muss, um draußen bedienen zu können, also damit die Kunden im Laden draußen essen und trinken, konsumieren können. Und in den neueren Stadtgebieten, beziehungsweise zum Beispiel Downtown, da gibt es gar nicht genug Platz auf den neben den Geschäften, zwischen Straße und Geschäft sozusagen, gibt es nicht genug Platz, um da irgendwas aufzumachen. Das ist in den alten Vierteln, also zum Beispiel hier auf der College Street oder auch auf der Bloor Street, teilweise einfacher, weil der Fußgängerweg einfach auch breiter ist und die Geschäfte da leicht was hinsetzen können. Hier gibt es den LCBO, gibt es halt auch an jeder Ecke. Das ist, wenn man in Kanada oder beziehungsweise in Ontario, wo Toronto ja auch zugehört, Alkohol kaufen möchte. Also egal ob Bier, Wein oder härtere alkoholische Getränke, dann muss man man findet die beste Auswahl im LCBO, also Liquor Board of Ontario. Gibt mittlerweile auch einige Geschäfte bzw. sogar Supermärkte, wo man hier Alkohol kaufen kann. Aber das LCBO hat die meiste Auswahl, da findet man eigentlich alles. Das waren die einzigen Geschäfte, wo man hier in Toronto Alkohol kaufen konnte. Man darf hier auch, was anders ist als in Deutschland, nicht mit alkoholischen Getränken in der Hand rumlaufen oder sie in der Öffentlichkeit konsumieren. Wenn man also hier eine Flasche Wein oder Bier oder irgendwas kauft, wird es eingepackt in braune Tüten, sodass man nicht sehen kann, was drin ist. Und man darf die halt eigentlich nicht in der Öffentlichkeit konsumieren, hält sich nicht jeder dran natürlich, aber es ist nicht wie in Deutschland, dass man sich in den Park setzen kann und Alkohol trinken darf. Das ist hier etwas strenger geregelt. Es darf auch nicht jedes Restaurant hier Alkohol ausschenken. Also da braucht man auch wieder eine spezielle Erlaubnis. Das ist dann genauso geregelt. Es gibt auch Restaurants, wo man Alkohol kaufen kann, beziehungsweise sich selber seinen Alkohol mitbringen kann. Das ist auch anders als in Deutschland. Also man kann selber Wein, Bier etc. mitbringen und gegen eine kleine Gebühr wird es dann im Restaurant ausgeschenkt. Das heißt, da muss man da nicht die teurere Variante kaufen, sondern kann es vorher mitbringen und die Kellner schenken es dann aus. Definitiv ein Unterschied zu deutschen Restaurants.
Hier sieht man ganz gut an der Ecke, hier gibt es Sneaky Dee's, ist eine ganz alte Bar, die auch schon sehr lange da ist. Und gegenüber hat jetzt da Nico aufgemacht. Das wird von einem Koch geführt, der früher in einem Michelin-Laden gekocht hat. Also sehr, sehr gute Küche, aber halt auch recht teuer. Und gegenüber direkt halt, sag mal, eine sehr alte Bar, die hier schon ewig lange in Toronto ist. Also man sieht ganz gut, wie die Unterschiede hier so nah beieinander liegen. Der 5-Sterne-Laden ist halt auch direkt neben einem Starbucks. Kommen jetzt so langsam aus Little Italy raus und laufen jetzt Richtung Chinatown auf der College Street. Also hier ist es wieder ein bisschen gemischter, weniger italienisch-portugiesische Läden und Restaurants, sondern so ein bisschen was von allem. Hier auf der linken Seite sind 2 iranische Restaurants, die auch schon ziemlich lange hier sind. Pomegranate und Sherazad. Kann man sehr gut iranisch essen. Wow, it's funny. They're like, look at this fucker. Straßenbahnen sind heute auch nicht voll, weil Wochenende ist. Viele Leute laufen zu Fuß, aber unter der Woche wird es hier relativ voll, gerade so zu den Stoßzeiten, wenn jeder zur Arbeit oder anschließend nachmittags wieder nach Hause fährt, sind die Straßenbahnen schon relativ gut gefüllt. Aber hier gibt es Gott sei Dank auch einen Fahrradweg und viele Leute nutzen die College Street mit dem Fahrrad zu fahren, je nachdem, wo man hin muss. Ein relativ breiter Fahrradweg hier, was auch nicht unbedingt überall der Fall ist in Toronto. Meistens sind die Fahrradwege hier ziemlich klein, werden halt oft blockiert von Autos und so weiter. Aber das ist hier auf der College Street Gott sei Dank ein bisschen besser geregelt. Bietet sich also an, wenn man von Osten nach Westen oder andersrum Fahrrad fährt. Weiterhin viele Restaurants hier auf dieser Strecke auch, also viele Fastfood-Läden, aber halt auch andere Hier gibt es eine alte Feuerwache. Sieht ganz idyllisch aus. Heute ist, also wir sind ein paar Tage vor Halloween und das Wetter ist immer noch sehr, sehr gut eigentlich. Also immer noch ziemlich warm. Läuft hier doch kaum jemand mit Winterjacke rum. Heute ist es ein bisschen bedeckt, aber die Sonne ist auch meistens noch da. Insofern kann man sich hier nicht beklagen über das Herbstwetter dieses Jahr. Hier sieht man noch so die Überreste von der Zeltstadt, die hier bis vor kurzem noch war. Die wurde vor kurzem noch geräumt. Bei der Kirche hier hatten einige Leute Zelte aufgeschlagen und haben hier halt gewohnt. Bedingt durch die Krise, die es hier gibt, was Wohnungen und den Wohnungsmarkt betrifft.
Aber die wurden vor, glaube ich, ein paar Monaten geräumt. Und ich denke mal, die meisten Leute sind jetzt umgezogen und leben woanders. Es gibt halt immer noch viele Parks, wo Zelte aufgeschlagen wurden, beziehungsweise wo die Leute übernachten, die keine Wohnung haben oder sich keine Wohnung leisten können hier in Toronto. Ja, und jetzt sind wir auch ziemlich nahe an Chinatown bzw. Kensington Market. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal Daumen hoch drücken, beziehungsweise wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ja, wir melden uns dann bald wieder aus Toronto. Bis dann. Tschüss.